Hallo, servus liebe Leute, herzlich willkommen bei unserem nächsten Livestream von 4 Game Changers Festival. Mit uns ist Investmentbank Gerald Hörhan. Gerald, servus, danke, dass du Zeit hast. Hallo! Servus, so, Gerald, du bist der Founder und CEO von Investmentbank Academy, der größten Business-Ausbildungsplattform im deutschsprachigen Raum, habe ich das richtig gesagt? Vollkommen richtig, ja. Aber auch ein Influencer, ein Unternehmer, ein Immobilienbesitzer und noch vieles mehr. Jetzt haben wir mit dir schon ein Grundsatzinterview geführt, werden wir alles verlinken. Heute wollen wir ein bisschen über die aktuellen Themen sprechen. Du hast einen Vortrag gehalten auf der Bühne über Kryptowährungen, über Bildung, Bürokratie. Reden wir über diese 3 Themen. Perfekt. Was ist der Stand bei den Kryptowährungen? Was ist deine Message in dem Bereich? Also Nummer 1, was ich schon auf der Bühne gesagt habe, dass die meisten Leute eigentlich nur an Finanzspekulation interessiert sind. Das haben wir ja gesehen. Im 4. Quartal 2017 habe ich wirklich 16-jährige Schüler und 50-jährige Bankdirektoren und CEOs von großen Firmen angerufen, wo kann ich Kryptowährungen kaufen, wie kann ich Kryptowährungen kaufen, wo ist Jota und so weiter. Ja? Und das war das genau, wo de facto eben die Blase geplatzt ist. Und es ist sicherlich so, man weiß es auch gar nicht, ob sich das Ganze durchsetzt oder nicht. Ich glaube, die Antwort wird es geben im nächsten Finanzcrash. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass ein sogenanntes Safe Haven Investment ist, dass ein Platz ist, wo in Krisenzeiten Geld hineingeht, wie Gold oder US Treasuries oder ähnliches. Da die Kryptobranche nur 300 Milliarden Marketkapitalisierung hat, und oder 400 Milliarden, das ist die Hälfte von den größten börsennotierten Konzernen der Welt, wie Apple oder so. Ja? Wenn also Geld dort hineingeht, dann verzehnfacht sich leicht oder verzwanzigfacht. Aber es kann genauso gut auf Null gehen. Ja? Ist das ein realistisches Szenario? Ja, es ist möglich, dass auch nichts wert ist. Deswegen sollte man das investieren, was man sich leisten kann zu verlieren. Es hat eine hohe Upside. Und das Upside-Downside-Potenzial ist nicht schlecht, aber man muss sich auch leisten können, alles oder fast alles verlieren zu können, weil das ist bei Weitem noch nicht sicher, ob das Ganze was wird, ob sich diese Währungen durchsetzen. Jede der bestehenden Währungen hat gewisse Probleme. Und gleichzeitig, wie gesagt, die Leute, auch hier gilt, investieren ist ja nicht, muss man wissen, wie man es macht. Und die meisten Leute kaufen dann, wenn es teuer ist, werden nervös, wenn es wieder crasht. Und für die richtig dummen Leute kaufen auf Schulden. Homo trotolosus maximus. Ja? Man kann auch nicht so etwas Volatiles wirklich auf Schulden kaufen. Meine Empfehlung ist, ich meine mal so, ein diversifiziertes Portfolio von den größten Kryptowährungen zu haben. Die kleinen kann man vergessen, weil die Währungen sind illiquid. Versuche mal bei einer kleinen Währung 50.000 oder 30.000 Euro zu verkaufen. Das kriegst du nie, genauso wie ein ICO nicht. Sondern ein diversifiziertes Portfolio in Ansparplänen einkaufen, dass man nicht eben, sagen wir so, einen gewichteten Durchschnittskurs hat, der entsprechend niedrig ist. Ja? Natürlich auch auf das Timing aufpassen, auf die Transaktionskosten aufpassen und sich niemals von diesen ganzen Abzockern und Krypto-Experten irgendwo in Scheiße hineinlagern zu lassen. Assets direkt kaufen auf einer Plattform, die sicher ist oder einigermaßen sicher und Transaktionskosten billig ist. Du brauchst keinen Kryptofonds und keinen Krypto-Experten, der 15% Provision wegnimmt, wenn du das direkt mit 0,25% kaufen kannst. Gehirn einschalten. Ja? Es kann eine Assetklasse werden, es ist es teilweise schon, aber eine hochspekulative, und so sollte man es auch betrachten. Da gab es jetzt eine Veranstaltung dazu und da war ein bisschen so der Grundtenor, dass man gesagt hat, Assetklasse, es für institutionelle Investoren schmackhaft zu machen, da müssen wir noch hinkommen, weil es ist momentan zu viel Dumb Money drinnen. Ist das auch deine Einschätzung? Das ist aber richtig, weil es ist de facto, das ist auch noch relativ klein, 300 Milliarden ist ein ganz, ganz kleiner Betrag. Ja? Wie gesagt, viele Firmen oder einige Firmen an der Börse sind mehr wert, eine einzige Firma. Ja? Oder schau dir an, die Immobilien an der mittleren Stadt sind auch mehr wert als so etwas. Also da ist derzeit noch viel Retail-Money drinnen, viel spekulatives Money. Und das, was ich den meisten Leuten sage, ja? Die meisten wollen jetzt alle mit Kryptowährungen reich werden und dann irgendwelche Trading-Modelle und Expertenmodelle und neue Währungen schaffen und neue Kryptobörsen. Wir haben lauter Blödsinn. Ich habe heute auf der Bühne gesagt, wenn Sie wirklich Geld verdienen wollt, dann macht 2 Sachen. Lernt entweder Blockchain programmieren, weil die Leute, die das können, ja, das können wenige auf der Welt, die verdienen richtig viel und da ist große Nachfrage. Vor allem deswegen, weil die Blockchain-Technologie auch eine realwirtschaftliche Anwendungen hat, die gar nichts mit der Finanzspekulation zu tun haben, sondern ganz reale wirtschaftliche Basis. Wenn ich heute zur Notar gehe, eine Immobilie kaufe, extremst bürokratisch, kostet Tausende und Abertausende von Euro, dass der Zettel von A nach B schiebt. Ja? Logistikprozesse, versuchen wir aus China oder irgendwo was zu importieren. Bist du gelingt, ja? Fax und Anruf und hin und her und 10 Ketten, das kann man alles ganz transparent gestalten. Education-Prozesse in der Markt, wo ich auch drinnen bin, ja, ganzen Prüfungsergebnisse kann man auf einer Blockchain alles transparent und ordentlich und fair abbilden und manipulationssicher, Wählerregister und ähnliches. Und ich sehe kaum Businesspläne, die tatsächlich realwirtschaftliche Anwendungen haben, wo man tatsächlich Dinge besser, effizienter und kostengünstiger macht. So lauter Finanzspekulationsscheiß wird ja auch hier
dauernd diskutiert. Und wenn man tatsächlich etwas macht, was einen wirtschaftlichen Wert stiftet und wirtschaftlichen Sinn macht, dann wird langfristig auch Geld verdienen. Aber wenn man glaubt, man kann nur spekulieren, dann ist es bei den meisten Leuten, vor allem die das nicht können, Trading ist ein hartes Geschäft und dann ist schnell die Tasche leer und die Energie ist weg. Aber wenn du die Kryptowährungen kritisierst oder davor warnst, dann trennst du schon zwischen spekulativen Investitionen in der grundlegenden Technologie, nämlich der Blockchain. Nein, es sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist, dass Kryptowährungen sind eine Finanzanlage. Ja? Genauso wie Aktien oder Ähnliches. Ja? Das ist, wo man halt investiert und wenn es gut geht, steigt es und wenn es schlecht geht, ist es weg. Und das ist sicherlich etwas, was sehr volatil ist und sehr, nennen wir es mal, aber auch eine hohe Upside hat. Genauso wie jetzt mal, sagen wir so, irgendwelche Startups-Aktien, die können auch in die Höhe schießen oder nichts wert sein. Das ist eine Geldanlage, eine finanzielle Spekulation und deswegen eben keine Schulden oder Ähnliches. Aber während die Blockchain-Technologie, genau, ist eine Anwendung, eine neuartige Technologie, wie beispielsweise auch künstliche Intelligenz, Machine-to-Machine-Communication, ja, Data Science, Machine Learning, all diese Dinge sind Tools der digitalen Welt oder Technologien der digitalen Welt, die zukünftig, wenn sie nicht heute schon zur Anwendung kommen, zukünftig zur Anwendung kommen werden, um Geschäftsprozesse, Geschäftsmodelle, Abwicklungsprozesse besser, effizienter, transparenter, kostengünstiger zu machen. Genauso wie das Internet damals begonnen hat, war das Internet auch eben eine Möglichkeit, Dinge, die es vorher nicht gegeben hat, zu machen. Ja? Und geschickte Unternehmer, die die modernen Technologien nutzen, und dazu zählt aber Blockchain-Technologie und das einen volkswirtschaftlichen Nutzen stiften und kann nicht nur zocken wollen, die werden tatsächlich, wenn sie es gut machen, sehr viel Geld verdienen und erfolgreich sein. Weil de facto brauchst du nicht wirklich einen Notar mehr. Und nur in Einzelfällen, wenn das alles transparent abgewickelt ist. Da brauchst du nicht so viele teure Notare. Und da brauchst du auch nicht so viele teure Grundbuchbeamten. Und da brauchst du auch in der Logistik, das könnte wesentlich günstiger sein und effizienter. Beziehungsweise könnten auch Sie diese Technologie nützen, um eigene Kosten zu reduzieren, effizienter zu werden, Ihre Rolle zu verändern. Vollkommen richtig. Allein im Bereich E-Government gibt es gewaltige Anwendungen. Ja? Ich meine, auch der Staat hat ja noch immer ein Kostensenkungsthema, nämlich, dass wenn ich heute auf ein Amt gehe, warte ich Monate auf irgendetwas, kann mich anstellen, habe irgendwelche unfreundlichen Leute, die voll motiviert, ja, scheiße, Montag ist, ja, dort sitzen, was du glaubst, ich meine, die wollen dich rausbeißen, um irgendwelche Zettel auszufüllen, die du dann nochmal ausfüllst. Und das kostet aber den Staat auch irrsinnig viel Geld. Und da ja auch Staaten irgendwann nicht mehr ausgeben können, als sie einnehmen, es geht zwar teilweise durch Gelddrucken, aber auch nicht unendlich, müssen die Staaten auch Möglichkeiten der Kostensenkung einplanen. Und eine klare Möglichkeit der Kostensenkung und auch des volkswirtschaftlichen Nutzen ist, dass man Government-Prozesse jeglicher Art effizienter macht und dass sich die Beamten einspart und die im Bereich E-Government-Entwicklung einsetzt, weil dort ist ein großer Markt. E-Government insgesamt meinst du? Natürlich. Und dort hat in Teilbereichen zumindest die Blockchain-Technologie eine große Anwendung mit der Basis Wählerregister, Handelsregister, Immobilienregister, aber das geht natürlich viel weiter. Das sind nur die Basisdinge, die sehr einfach eigentlich gehen. Nur die Leute beschäftigen sich zu wenig damit. Schau dir selbst an, was hier diskutiert wird. Ja, es wird lieber über die neueste Währung und das neueste ICO diskutiert, aber das ist alles Finanzspekulation. Ja. Das hat nichts mit der Realwirtschaft zu tun. Das ist ein sehr guter Punkt und da will ich jetzt einhaken, nämlich: Was ist dein Rat? Ja, und ich habe wirklich schon einige Leute gefragt. Was ist dein Rat? Wie weit muss man sich mit der Blockchain beschäftigen? Muss ich jetzt die Satoshi Nakamoto-Papiere lesen? Muss ich die Technologie verstehen? Muss ich das Programmieren lernen? Oder ist ein Grundverständnis wichtig? Oder brauche ich es nicht einmal? Mir hat letztens jemand gesagt, naja, Internet verstehe ich auch nicht und trotzdem nütze ich es. Wie siehst du das? Also ich glaube schon, es kommt darauf an, was du machen willst. Aber wenn du die Blockchain-Technologie anwenden willst, um ein Geschäft effizienter zu machen, also wenn du beispielsweise sagst, ich will jetzt ein Handelsregister ersetzen oder einen Notar ersetzen oder in meiner Logistikfirma die Abwicklungsprozesse effizienter zu gestalten, dann solltest du schon ein bisschen mehr als nur das Grundverständnis haben. Du musst das nicht notwendigerweise programmieren können, aber du musst zumindest die Programmierer überwachen können, auswählen können, die Verträge verhandeln können und du musst verstehen, wie das Ganze funktioniert, weil sonst zahlst du Steppensteuern, wirst du über den Tisch gezogen. Hast du in deiner Academy Ausbildungsangebote, was die Blockchain betrifft? Ja, also beim MBA-Programm lernen wir machen ja ab Herbst akademische Programme, sowohl zum Master of Science als auch Master of Business Administration zum Thema digitale Ökonomie. Und einer der Module, die wir anbieten, ist Blockchain. Und das wird gelehrt vom Präsident der Oxford Blockchain Society. Es ist ein ganz, nennen wir bescheidener Engländer. Ja, also wirklich so fast ein kleines englisches Wachsel mit der Pullover und allen. Aber der hat faustdick hinter den Ohren. Ist sauweise gescheit, weil der loslegt. Bam, 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 bam. Ja?
entwickelt beispielsweise auch für Porsche, für die neuen e-tron-Modelle, die private Blockchain, wo dann beispielsweise jemand vorab halt programmiert werden kann, dass jemand das Auto kurz öffnen kann, ein Paket abgeben kann, wieder raus und ähnliches. Und dass alles genau dokumentiert wird. Und auf der anderen Seite ist er weder ein Autoliebhaber und ich habe auch gefragt, do you own any cryptocurrency? Sie sagt, no, this is financial speculation. I'm a researcher. I want to develop the technology. Financial Speculation heißt Casino. In vielen Fällen ja. Ich meine, Educated Speculation ist ein bisschen was anderes. Es ist noch immer etwas, im Casino hast du einen negativen Erwartungswert. Außer du besitzt vielleicht das Casino. Aber in den meisten Spielen, außer beim Blackjack, wo du die Karten zählen kannst, oder beim Poker, wo du sehr, sehr gut sein kannst, hast du einen negativen Erwartungswert. Du kannst bei manchen Dingen, und das könnten Kryptowährungen auch sein, je nachdem wie man die Annahmen trifft, einen positiven Erwartungswert haben. Aber selbst ein positiver Erwartungswert kann auch immer heißen, dass du alles verlieren kannst. Und deswegen ist es spekulativ. Hast du persönlich schon Geld verloren bei den Kryptowährungen? Hast du schon investiert? Ich habe investiert, homöopathische 50.000 €, was für meinem Vermögen nicht wirklich viel ist. Ja. Trotz des Crashes bin ich deutlich im Plus, weil ich halt schon, nehmen wir es mal, Anfang 2017 gekauft habe, Bitcoin, Ethereum und solche Dinge. Ja, wenn jetzt Korrekturen sind, kaufe ich auch so in Ansparpläne ein bisschen was dazu, Schritt für Schritt. Weil ich weiß ja nicht, wann der Kurs unten ist und wann er wieder rauf geht, das kann man ja schwer vorhersagen. Aber wenn er halt unten ist, kann man ein bisschen mehr, nehmen wir es mal, einsammeln. Günstig, also ich bin im Plus. Ja, und bei einzelnen Trades habe ich natürlich verloren, aber die meisten Dinge halte ich zur Bestandshaltung, also langfristig, weil sonst muss man auch Steuern darauf zahlen. Und derzeit bin ich im Plus. Und wie gesagt, ich habe auch, falls das wirklich nochmal fällt, ich sehe es als eine Option, die sehr viel wert sein kann. Und wenn es dann noch ein bisschen fällt, kaufe ich noch was dazu und baue mir mein Portfolio aus. Und wenn ich halt das ein bisschen verliere, okay, it doesn't hurt me. Und hast du das gemacht, um zu lernen, was das überhaupt ist, um da Erfahrungen zu sammeln oder auch sozusagen mit dem Ausblick, da reich zu werden, sage ich jetzt einmal? Noch reicher zu werden, sorry. Ja. Also Nummer eins, es sind die zwei Sachen. Natürlich wollte ich es auch verstehen und sehen, wie das ist. Und natürlich möchte ich auch Geld verdienen. Ja? Ich bin ein Investor und versuche, mein Geld profitabel anzulegen und auch etwas zu streuen, weil ich sehr viele Immobilien habe und sehr viel meiner eigenen Marke und meinen digitalen Assets. Und da macht es natürlich Sinn, neue Assetklassen, wo was ist, mal auszuprobieren, schauen, wie das funktioniert und sich damit zu beschäftigen. Aber auch, wie gesagt, wie ich vorher gesagt habe, auch dort gelten die normalen Regeln des Investierens, die genauso für Immobilien gelten, oder wenn ich Gold kaufe, ob ich an Unternehmen beteilige und ähnliches. Und die meisten Leute glauben immer nur, weil es Kryptotechnologie heißt und können sich Gehirn ausschalten und die Regeln des Investierens auch. Ja, wenn bei einer ICO 30% an die Gründer gehen, hat das Unternehmen nur mehr 70%, um Technologie zu entwickeln. Ja, das ganz klar, das Geld weg ist. Ja, wenn ich 5% Provision zahle oder 15%, dann das Geld ist auch weg. Das ändert nichts, ob das jetzt Krypto heißt, Digital Economy 4.0, egal was du noch immer machst. Und die Welt wächst exponentiell, es verändern sich die Dinge gewaltig. Aber die Wirtschaft, Regeln der Wirtschaft und der Mathematik, die bleiben auch immer gleich. Auch in der digitalen Welt. Und wenn man diese Regeln missachtet, dann haut man auf die Schnauzen. Aber siehst du die ICOs jetzt konkret als, wenn es keine betrügerische sozusagen Aktivitäten sind, grundsätzlich als legitime alternative Finanzierungsmöglichkeiten? Das wird sich noch weisen. Kommt darauf an, wie es reguliert wird. Das grundsätzlich kannst du ungefähr rechnen, bei ICOs ist jetzt 15% der Gelder werden physisch gestohlen und nachher auf der Homepage steht Fuck you. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bei 30 bis 50% investiert man in, nehmen wir es mal, Geschäftsmodelle, oder 30 bis 60% in sehr fragwürdige Geschäftsmodelle, wo man überhaupt noch nicht weiß, ob sich das entwickelt, wo man dann irgendeinen Token bekommt, weil beim IPO tausche ich Geld gegen Geschäftsanteile. Beim ICO tausche ich meistens Geld gegen Hoffnung, gegen einen Token, der vielleicht die Infrastruktur da ist für ein nicht proven Geschäftsmodell. Gleichzeitig ist auch so, beim IPO dürfen die Gründer nicht verkaufen. Bei einer Venture Capital Finanzierung, wenn der Gründer sagt, ich will ein hohes Gehalt, sagt ihm der Venture Capitalist, bye bye, tschüss. Ja? Und beim ICO nehmen sich die 10, 20, 30% des Emissionserlöses. Ich meine, das kann nicht wahr sein. Das ist ja de facto eine Bereicherung der Gründer, die es woanders nicht gibt. Es gibt natürlich schon einzelne ICOs, wo es einen Sinn machen kann, wo auch das Risiko gering ist. Eine sind einmal alle Dinge, was mit Pornoindustrie und Spülen, Casino-ähnlichen Dingen betrifft. Weil dort beispielsweise die klassischen Plattformen, sowohl die Zahlungsanbieter als auch Google Play Store, Apple iTunes Store, Limitationen hat für den Download, was man da machen kann und so weiter. Und da ist natürlich etwas eine Umgehungsmöglichkeit, wo das wirklich einen wirtschaftlichen Sinn macht. Das sind stark wachsende Märkte und das kann funktionieren. Das Zweite ist, wo ich jetzt auch etwas involviert bin, ist Immobilien-ICOs, genauso wie bei Crowdfunding, wo de facto, wenn man es mal so, der Token gekoppelt ist an eine Immobilie oder mehrere Immobilien, dann auch Ausschüttungen bekommt und
Ist jetzt noch die Frage, ob das wirklich notwendig ist, aber es ist zumindest eine neuartige Form, auch der Immobilienfinanzierung. Und dadurch ist das Risiko geringer, wenn das entsprechend strukturiert ist und wenn dahinter auch tatsächlich ein hartes Asset ist. Ja, weil die Immobilien sind trotzdem hartes Asset, sind total weg. Also es gibt schon Einzelfälle, die Sinn machen können, aber die meisten ICOs, das ist reiner Bullshit. Und auch da müsste man ganz stringent prüfen, in was investiere ich. Und auch selbst dann wahrscheinlich gilt wieder, das muss Geld sein, den du auch verlieren kannst. Ja, natürlich, es ist hochspekulativ bei den meisten Sachen. Und das Zweite, was auch die Leute unterschätzen, ist Liquidität. Also ich meine, versuche mal selbst Bitcoin am Tag 100.000 Euro zu verkaufen, da bewegst vielleicht schon mal, aber es geht noch. Das ist ein großer Markt. Bitcoin hat doch eine ordentliche Market Cap. Aber versuche mal von irgendeinem ICO 10, 20, 30.000 Euro am Markt zu schmeißen. Na, viel Spaß. Da ist der Kurs gleich um 30% weniger. Und die ganzen Renditen, die berechnet werden, sind rein theoretischer Natur, weil du jetzt bis auf homöopathische, wirkliche Spielgeldbeträge, ja, wo du da ins Casino gehen kannst, im wahrsten Sinne des Wortes, das Geld nicht wieder rauskriegst. Jetzt vielleicht eine Frage. Du bist ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass du dich für mehr Regulierung aussprichst, ja, sondern eher für Deregulierung, die den Unternehmern zugutekommt, beziehungsweise insgesamt die Wirtschaft. Aber im Kryptobereich und im Bereich von ICOs, Assetklassen, da höre ich schon von wirklich vielen Playern, dass sie sagen, wir brauchen dringend Regulierung, damit das Thema überhaupt eine Chance hat. Also ich meine nicht im Kryptobereich, in anderen Bereichen brauchen wir Regulierung. Das Problem ist, wir haben heute zu viel Regulierung und dumme Regeln. Ja? So ungefähr, ja, welcher Hund darf in welchem Stadtbezirk mit welchem Maulkorb laufen. Ja? Blem. Ja? Oder 5-mal in Tirol, Hund Tempo 100, ja? Emissionsgesetz, Luftlärm und lauter so Sachen. What the fuck? Who fucking needs it? Nobody needs it. Aber man braucht zielgerichtete Regulierung. Weil das Problem, was man in Facebook gesehen hat, die amerikanischen Senatoren verstehen das Geschäftsmodell nicht und dann machen irgendeine Regulierung. Aber Tatsache ist, dass sowohl in der Kryptobranche, wenn Regulierung nicht passiert, wenn das unreguliert ist, dann werden Leute weiter das Geld stellen, die Leute werden langfristig nicht investieren. Da braucht es eine Regulierung, dass die Industrie wächst. Bei künstlicher Intelligenz muss was regulieren, weil sonst die Menschheit vielleicht drauf geht, wo die Sachen massiv missbraucht werden oder vielleicht Dinge passieren, nicht passieren sollen. Ist das überspitzt gesagt oder siehst du die reale Gefahr? Die reale Gefahr, weil wenn jetzt beispielsweise ein künstlicher Roboter hat, war ein Roboter schon auf der Bühne, der kann auch vielleicht mal schießen. Und wenn er dann selbstständig entscheidet, wenn er erschießt oder vielleicht von irgendeinem Psychopathen, Terroristen, Diktator missbraucht wird, um das so zu programmieren, dass er halt Leute abschießt. Oder selbst wenn ich sage, ich bin jetzt irgendein psychopathischer Programmierer, der ein selbstfahrendes Auto programmiert und ich mache einen Zufallsgenerator, dass irgendwann das Auto auf eine Menschenmenge zufährt. Ja? Das muss man ja regulieren, weil sonst kann es ja viel Unglück kommen. Auch de facto Datenmanipulationen, Social-Media-Manipulationen. Ja? Wollen wir, dass Facebook oder Google entscheidet, wer der Präsident ist oder der österreichische Bundeskanzler? Aber wir haben doch alle gewusst, dass sie diese Daten verwenden. Wir nützen all diese Produkte gratis. Irgendwo müssen sie ja Geld verdienen, ne? Ja, schon, aber es ist eine Sache, die Werbung zu machen, aber das andere ist, sagen wir so, dass heute eben durch die Rechenpower und durch die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz immer mehr Möglichkeiten, basiert eben aus bestehenden Daten, immer mehr Informationen herauszulesen, beziehungsweise auch der Computer den Menschen ersetzt. Die Gefahr ist sogar sehr groß, dass der Mensch das Denken verlernt. Beispielsweise, wenn du sagst, ich habe ein selbstfahrendes Auto oder Alexa, und die meisten Leute sagen am Abend, wo gehen wir weg? Sagen, naja, weiß ich nicht. Und sagen, Alexa, wo soll ich weggehen? Alexa sagt, ja, hier in dem Club ist eine geile Party, dort gehst du hin. Und dann ist die Frage, ist es objektiv oder kriegt der Club, der am meisten dafür bezahlt? Ja, und so weiter. Und das sind alles viele Fragen, wo es einer zielgerichteten Regulierung bedarf, aber auch eines, wenn man es mal in Regulators, der denken kann. Und nicht in Hunde-Leinenlängen fokussiert, sondern tatsächlich auf die wesentlichen Fragen. Sehr cool. Also ich finde auch wirklich sehr gut, dass du sagst, ich bin Unternehmer und ich will mich auch im Bildungsbereich unternehmerisch betätigen, dass du ein MBA-Programm startest, ein Masterprogramm startest für die digitale Wirtschaft und Ökonomie, dass da Blockchain-Kurse reinkommen. Die WU ist da auch stark dran, Professor Taudes und die Shermin Forschengier. Ich glaube, bist du mit denen schon in Kontakt? Ja, natürlich, weil ich rede auch mit den Leuten, aber das Problem ist eben, dass die klassischen Unis, so wie sie existieren, in 10 Jahren nicht mehr so existieren werden, weil die meisten wirtschaftlichen Berufe, so wie sie heute sind, das kann man online lernen. Ja? Und in Zukunft wird das Studium ganz anders ausschauen, teilweise auch die Schule. Es wird viel mehr online sein, wo man auch die Kurse viel schneller anpassen kann. Ja, der Lehrplan muss ganz anders abgehen, weil die Professoren können sie nicht einmal auf der WU, die meisten, oder auch auf anderen klassischen Unis. Ja? Die Professoren, die Marketing unterrichten, können kein Online-Marketing. Die wissen einfach, was Instagram Live-Chat ist. Okay, dann sollen sie nicht Marketing unterrichten. Ja? Weil das ist die Zukunft, zumindest im B2C-Geschäft, teilweise auch im B2B-Geschäft. Und gleichzeitig müssen Studien heute berufsbegleitend sein. Und die Aufgabe des Professors oder eines Lehrers ist nicht mehr
de facto, nehmen wir mal so vorne zu stehen, irgendwas vorzutragen, sondern eher ein Coach zu sein, der den Schülern und Studenten lernt zu denken. Und das ist ein ganz anderes Mindset und bedarf einer ganz anderen Ausbildung. Abschließende Message, ich weiß, du musst weiterlaufen. Was sagen wir sozusagen zusammenfassend zum Thema Kryptobildung, digitale Ökonomie der Leuten draußen? Also ganz einfach. Das Wichtigste ist, dass die Menschen ihr Gehirn einschalten und nicht verlernen zu denken, sondern sie mehr lernen zu denken. Ja? Wenn man denken kann, wenn man kreativ ist und wenn man auch einen gewissen Common Sense hat, dann wird man in Zukunft zu den erfolgreichsten Menschen gehört. Aber wenn man das Denken dem Alexa, dem Tesla, dem Facebook-Algorithmus, Google oder wer auch immer überlässt, dann verliert man das Menschsein und dann wird man am Ende nur mehr manipuliert und ein paar Leute, die dann tatsächlich denken können, die werden am Ende die Profite einheimsen und das nicht gerade in Plätzen, wo die Steuern hoch sind, sondern am besten, wo die Plätze und die Regulierung nicht vorhanden ist und wo sie 0 oder 2% Steuer zahlen. Und das kann nicht unsere Zukunft sein. Und wird in dieser Konstellation auch der Fleiß eine Rolle spielen oder wird man sich künftig mehr zurücklehnen können? Nein, der Fleiß wird nach wie vor eine Rolle spielen. Also klassische Werte, der harte Arbeit, Disziplin, die werden nach wie vor notwendig sein. Und auch Denken erfordert eben Disziplin. Nur eben der Computer nimmt es uns ja weg. Du brauchst keine Disziplin mehr, wenn dir jeder sagt, mach schon. Ich habe das schon vorbereitet, alles, ich präsentiere es am Silbertablett. Aber es ist eben die Frage, auf welcher Seite der Gesellschaft willst du stehen? Willst du auf der Seite der Gesellschaft stehen, die manipuliert wird und die geführt wird und wo du de facto in der faulen Hängematte liegen kannst, aber de facto andere über dich entscheiden, manipulativ sogar? Oder willst du der sein, der die Entscheidungen trifft? Meine Entscheidung ist ganz klar, ich will auf der Seite sein, der die Dinge versteht und die Entscheidungen trifft. Und wenn du auf der Seite sein willst, dann musst du immer hart arbeiten. Danke, Gerald Hörhan, klar wie immer. Danke für deine Zeit und deine Worte. Wir bleiben in Kontakt und alles Gute für die Uni-Projekte. Ich bin schon gespannt, wenn es losgeht. Man kann sich jetzt auf mba.investmentpunk.academy noch bewerben. Wir haben aber schon über 20 Studenten zugesagt. Der Bewerberpool ist sehr, sehr gut. Wir haben über 200 Bewerber schon. Das heißt, wir haben vermutlich die Bewerbungsfrist vorzeitig schließen. mba.investmentpunk.academy. Und wie gesagt, das Bewerbungsverfahren ist schon intensiv. Also wir suchen Leute, die tatsächlich eben auch denken wollen und lernen wollen. Wir werden das auch verlinken, gerne in den Stream hinein und noch einmal alle Daten, sozusagen Informationen reinschreiben, die notwendig sind. Danke und all the best. Alles Gute. Danke fürs Dabeisein und bis später.